Dieses Beispiel ist jetzt 5 Jahre alt. Das war damals eigentlich zum ersten Mal mit Themen beschäftigt bei der Kontrollakademie 2004. Habe ich das Beispiel gezeigt. Es ist 5 Jahre alt. Ich will das Originalbeispiel nochmal zeigen. Hier sind alle 26 Fehler des Rauschens und der Redundanz drin. Ja? Großer Teufel. Sie können das sich so als PDF auch runterladen. Das gibt es als PDF zum Runterladen. Kein Hintergrund. Also der Hintergrund ist dann zulässig, wenn er was bedeutet. Wenn nicht, ist er weg. Logo brauchen wir nicht. 3D brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Also das müsst ihr versprechen. Also das ist sozusagen, das ist wirklich ein, also das ist schon ein schlimmer hier. Der ist schlimm. Dieser hier, der ist schlimm. Weil natürlich auch der visuelle Eindruck nicht mehr stimmt. Nicht? Wenn Sie zwei 3D-Säulen vergleichen miteinander, dann kriegen Sie einen falschen Eindruck, weil ja diese konstante Größe, was oben drauf ist ja immer gleich. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Kann man leicht nachweisen, dass man einen völlig visuellen falschen Eindruck kriegt. Also weg damit. Schriftgröße, es gibt die Funktion Seite anpassen, die ist verboten, die dürfen Sie nicht nützen, denn wir haben ja ein Konzept und die Schrift ist 11 Punkt groß und da gibt es keinen Platz für Seite anpassen, dann wird sie einmal 10,7, einmal 3,5, das geht nicht. Also Schriften immer gleich groß, keine Serifenschrift wie Times Roman, wenn es geht auch keine Company-Schriften. Manche Firmen haben so ihre Hausschriften, die sind ja wunderschön für Printmedien, aber nicht für Embedded PowerPoint-Lösungen. Da kriegen Sie mal die Krise, wenn Sie irgendwo PowerPoints kriegen, müssen erst die Schriften wieder embedden und so. Vergessen Sie es. Die meisten können noch nicht mal Arial und Tahoma unterscheiden. Also deswegen würde ich sagen, auf dem Rechner ist es halt Arial und gut damit. Und da brauchen wir diese Füßchenschriften wie Times Roman, brauchen wir nicht. Das ist einfach besser zu lesen. Und bitte nicht fett. Das ist einfach klebrig. Die Schrift ist klebrig, wenn sie fett ist. Wir machen nichts mit fetter Schrift. Also immer bitte normaler Schnitt. Es stimmt nicht, dass die Dinge, wenn sie fett sind, besser zu lesen sind. Viele Leute machen die ganze Tabelle fett. Das ist alles fett. Dann haben sie keine Möglichkeit. Wenn alles fett ist, haben sie keine Möglichkeit mehr zum Hervorheben. Fett, kursiv, unterstreichen sind dafür da, dass man Dinge hervorhebt. Ich mache ein Wort fett, ein Buchstaben fett, ich mache ein Kursiv, unterstreichen. Unterstreichen ist vergeben für links. Da bleibt nichts mehr übrig. Jetzt bleibt nur noch fett und kursiv. Nichts also fett, nur einzelne Wörter. Das sehen Sie auch schon, das Problem. Haben wir schon gehabt, nicht? Also das sind verbotene Wörter sind einfach in unserem sind solche Wörter. Haben Sie vorher aufgepasst schon, ne? Also Entwicklung, Struktur, Verlauf, Darstellung. Das sind alles verbotene Wörter. Ja? Es gibt, das ist mir so wichtig, wir haben ein Titelkonzept. Nettoumsatz in Mio Euro. Nichts mit Entwicklung und Struktur und Darstellung und Verlauf und was es alles noch gibt. Nichts dergleichen. Ja? Und wenn Sie das jetzt mal hinstellen, dann sieht das so aus. Da haben wir ein Konzept. Es muss jetzt nicht die Größe und die Anordnung sein. Nein. Aber wenn Sie es machen, immer die gleiche Position. Nettoumsatz fett, das ist der Begriff und dann die Einheit dahinter. Weg. Wenn da oben Nettoumsatz steht, ist kein Platz mehr für Nettoumsatz. Weg. Ja? Wenn da oben Nettoumsatz steht, ist das Wort Nettoumsatz nur einmal da, sonst nie wieder. Das kann nicht sein. Wenn da 4-mal Geschäftsbereich Food steht, eine Ebene nach oben, ja? Weg. Ich meine, das ist überhaupt nicht zum Lachen, das ist mir jetzt wirklich ernst. Die Achsen sind hier nicht hilfreich. Es hilft uns nichts, die Achsen. Ja? Nachkommastelle. Ich würde sagen, wir sollten normalerweise mit 3 Stellen auskommen. In einem 3 Stellen, weil wenn Sie 317 Millionen haben, brauchen Sie 3 Stellen. Ich würde sagen, 3 Stellen ist ein gutes Ziel, Tabellen vielleicht 4 Stellen. Ich würde in der Tabelle nicht mehr als 4 Stellen machen und in einem Diagramm 3 Stellen. Keine Rahmen. Bitte, natürlich keine Rahmen. Ich meine, wenn Sie Rahmen machen, haben Sie das Stilelement Rahmen vertan. Rahmen ist vielleicht Konzern. Rahmen ist vielleicht, weiß nicht was, also vorläufig oder Rahmen ist vielleicht letztes Jahr oder irgendwas. Also wenn Sie den Rahmen benutzen für irgendwas, ist es schade. Und dass Sie Farbe nicht nehmen, ist sowieso klar, weil die Farbe natürlich jetzt auf keinen Fall ginge. Denn Sie dürften natürlich die Länder nicht farbig machen, weil da gehen Sie sehr schnell die Farben aus. Sie haben am Beamer kaum die Möglichkeit, als mehr als 6 und 7 Farben zu unterscheiden. Ich würde sagen, 8 Farben ist schon ziemlich gut. Also Sie können oftmals den Hellblau nicht mehr vom Grau unterscheiden und so, wenn Sie einen schlechten Beamer haben. Also ich würde sagen, rechnen Sie mit 5 bis 6 Farben am Beamer. Das bleibt also kein Platz für die langen Dimensionen. Also in der OLAP-Denke können Sie nur die kurzen Dimensionen, also wie Ist und Vorjahr oder Plan, Budget, Forecast oder vorläufig, konsolidiert, nicht konsolidiert und so währungsbereinigt. Für diese Einheiten können Sie es nehmen. Nicht für Länder, nicht für Produkte, nicht für Töchter, geht nicht. Ja? Vielleicht die alte Version war so, dass man gesagt hat, ich nehme die Achse für Ist ist blau und Budget, noch eine Stelle weg. Also jetzt wird mal alles rausholen, was man rausholen kann, dass man keine Farbe nimmt, sondern dieses Konzept mit der Achse.
Der Pascha zeigt ihm, wie das geht, dass man das auch macht, wie man die Strichlein führt, dass die Striche nicht automatisch sich bewegen hin und her, dass es automatisch dann auch alles funktioniert natürlich, sonst ist es nicht mit der Hand, dann werden Sie verrückt. Dann können Sie es so machen, Sie können es so machen, Sie können es so machen, wenn es Forecast ist. Forecast sieht so aus. Vorjahr haben wir gelernt, Vorjahr ist grau, ist und Forecast. Du könnt es auch weglassen, jetzt ist ja doppelt gemoppelt, jetzt nicht, können es weglassen. Also irgendwie kommt der Punkt, wo wir sagen, jetzt geht es nicht mehr. Aber wenn Sie es mal vergleichen mit dem, dann haben wir eine Menge Pixel eingespart.